Hallo, liebe Freunde des grünen Daumens. Mein Name ist Michi und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Herbs and Terps. Und ich freue mich wahnsinnig, dass auch du wieder eingeschaltet hast, um mich bei meinem zweiten photoperiodischen Grow zu begleiten. Wir schauen uns natürlich die Pflanzen gleich wieder an, aber kurz und knapp gesagt, ich möchte heute die Pflanzen auf 12 Stunden Belichtung mit 12 Stunden Dunkelheit umstellen, kurzum die Blüte einleiten oder eben auf 12-12 umstellen. Habt ihr euch denn nicht auch immer mal gefragt, was genau passiert eigentlich in der Pflanze, wenn man die Beleuchtungszeit reduziert, also auf 12 Stunden runter reduziert, von 18 Stunden kommt? Was passiert da genau in der Pflanze? Ganz ohne Fachbegriffe komme ich allerdings nicht aus. Ein Fachbegriff ist Phytochrome und ein weiterer Fachbegriff ist Dunkelrevision. Phytochrome sind lichtempfindliche Proteine, die eine entscheidende Rolle in der Pflanze bei der Ausbildung der Blüte spielen. Phytochrome können in zwei Formen vorliegen. Die PR-Form ist inaktiv und nimmt vor allem Licht der Wellenlänge 660 Nanometer auf, also rotes Licht. Die PFR-Form ist die aktive Form und nimmt vor allem Licht der Wellenlänge von 730 Nanometern auf, was sich im dunkelroten Bereich befindet. Diese beiden Formen, inaktiv und aktiv, lassen sich also durch Licht ineinander umwandeln und steuern somit verschiedene Prozesse. Das inaktive PR kann also durch rotes Licht von 660 Nanometer in die aktive PFR-Form umgebildet werden und steuert somit Wachstums- und Blütenbildungsprozesse. Wohingegen durch dunkelrotes Licht das aktive PFR wieder in das inaktive PR umgewandelt werden kann und somit Wachstums- und Blütenbildungsprozesse stoppen kann. Bei absoluter Dunkelheit passiert allerdings Folgendes: Das aktive PFR wird langsam in das inaktive PR umgewandelt und diesen Schritt nennt man dann Dunkelrevision. Kurzum, die Pflanze entscheidet also anhand des Verhältnisses von PFR zu PR, wann sie in die Blüte gehen möchte, und das können wir durch das Steuern des Lichtes beeinflussen. PFR, die aktive Form, setzt dann eine Signalkaskade in Gang, die dann eben zu unserer Blüte führt. So, und jetzt alle da draußen wieder wach werden, jetzt gucken wir uns endlich unsere Pflanzen an. Ja, den Leuten da draußen, die regelmäßig meine Videos gucken, wird jetzt auffallen, dass ich ein bisschen anderes Konzept wähle. Schreibt mir doch bitte mal unten in die Kommentare rein, wie es euch dann so gefallen hat. Kommen wir also zu unserem ersten Zelt. Das erste Zelt ist ein Mars-Hydro-Zelt mit einer Grundfläche von 70 x 70 cm und einer Höhe von 160 cm. Beleuchtet wird dieses Zelt mit einer Spider-Pharma SF1000 Evo-Lampe. Diese Lampe hat 100 Watt und ist aktuell so eingestellt, dass sie oben auf dem Blätterdach eine Photonenflussdichte von 500 ppfd liefert. Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit regulieren wir aktuell über einen Mars Hydro Inline Vent, der gesteuert wird über einen Luftfeuchtigkeit- und Temperaturmesssensor, und die Raumluftfeuchtigkeit haben wir über einen Luftentfeuchter geregelt. Unten im Zelt haben wir eine Selbstbewässerungsstation von der Firma AC Infinity, auf der ein 50 Liter Stofftopf von der Firma Root Riot steht. In diesem Stofftopf von Root Riot haben wir 40 Liter Sonnenerde reingefüllt und die oberen 10 Liter sind mit alter Couple of Plants Living Soil aufgefüllt worden, die wir zuvor durch einen Grow-Mix wieder aufbereitet haben. Diese Erde haben wir bisher kein einziges Mal gedüngt, sondern lediglich alle 2 Wochen mit dem Komposttee von Couple of Plants gegossen. In dieser Erdenmixtur aus Sonnenerde und Couple of Plants Erde haben wir einen Bodenfeuchtesensor von Ecovit drin stecken, der uns die Bodenfeuchte ausgibt. Und die Bodenfeuchte ist immer recht präzise bei 40% und das funktioniert in dieser Mixtur sehr, sehr gut. Die Sonnenerde ist recht faserhaltig und das führt dazu, dass die Feuchtigkeit nahezu gleichmäßig in dieser Erde verteilt werden kann. Ja, kommen wir zum Thema Schädlingen. Im letzten Video habe ich ja den bösen Verdacht geäußert, dass ich eventuell Tripse habe. Das hat sich zum Glück nicht bestätigt. Die Trauermücken, die wir haben, die nehmen so langsam ab. Und das, was sich auf der Gelbkarte als kleine schwarze Punkte abgezeichnet hat, sind mit
Ja, mit ziemlicher Sicherheit eher Springschwänzchen, also eher kleine nützliche Tierchen, die organisches Material zersetzen. Genug zum Setup, gucken wir uns also jetzt die Pflanze an. Ja, wir blicken hier auf eine feminisierte photoperiodische Pflanze der Sorte Rukukuku OG von Seedstockers und diese ist nun 9 Wochen alt. Wir haben sie nach dem Mainlining-Prinzip erzogen und die Blattfarbe ist, wie ich finde, sieht sehr gesund aus und sie fängt eben jetzt ganz gut an, das Krocknetz zu durchwachsen und ich fange an, die Triebe in das Netz einzuarbeiten, sodass ja eine möglichst gleichmäßige Fläche entstehen kann. Hin und wieder schneide ich eben auch größere Sonnensegel weg, die noch heranwachsende Triebe abdecken und versuche das Ganze so luftig wie möglich zu halten. Ne? Aber hier auch an den Blattachseln sind bereits erste Anzeichen von einer Vorblüte zu sehen. Und ja, soweit ich das betrachten kann, finde ich, sieht hier erstmal ganz gut bei der Pflanze aus. Und so habe ich auch überhaupt gar keine Sorgen, die Pflanze jetzt auf 12-12 umzustellen und also mit der Blüte zu beginnen. Ja, kommen wir jetzt zu Zelt Nummer 2, ein Mars Hydro Zelt mit der gleichen Grundfläche wie beim Spider Farmer Zelt, 70 x 70 x 1,60 cm. Oben haben wir den gleichen Inline-Vent drin wie im Spider Farmer Zelt, also Mars Hydro Inline-Vent mit einem Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor, der das Ganze regelt. Der größte Unterschied wird die Lampe sein mit 150 Watt, eine Mars Hydro FCE 1500. Unten haben wir auch das Selbstbewässerungssystem von AC Infinity, also Dochtbewässerung mit einem 50 Liter Stofftopf von Root Riot obendrauf. Hier haben wir 100% Erde von Couple of Plants drin. 40 Liter sind frisch, die anderen 10 Liter wurden aufgefüllt. Und auch hier haben wir obendrauf eine Cover-Crop-Schicht mit aufgebracht mit der Kleemischung von Couple of Plants und wir arbeiten mit dem Chop-and-Drop-Prinzip, heißt das, was wir bei den Pflanzen abschneiden, lassen wir einfach oben drauf liegen, lassen wir vertrocknen, lassen wir verrotten, sodass es der Erde auf Dauer wieder Nährstoffe zuführen kann. Auch bei dieser Erde messen wir mit dem Ecovit-System die Bodenfeuchtigkeit und versuchen sie so gut es geht bei 40% zu halten, was allerdings in diesem Topf mit 100% Couple of Plants Erde nicht so gut funktioniert. Ich habe mit dem Hersteller von Couple of Plants geschrieben, liebe Grüße gehen raus, Kim. Diese Erde, da zeigen sich eher Probleme. Diese Erde ist sehr stark beladen mit Nährstoffen und sehr stark beladen mit Mineralstoffen, sodass das Wasser weiter runter sackt und diese Erde dann dazu neigt, in unteren Dritteln feuchter zu sein als weiter oben. Also bewässere ich von oben, ne, messe die 40%. Das Wasser sammelt sich immer weiter unten und zieht gleichzeitig aber auch von unten die Feuchtigkeit nach. Und so kommt es eben dazu, dass die Pflanze weiter unten nasse Füße bekommt mit all den negativen Auswirkungen, die wir auf den folgenden Bildern gleich zeigen. Ich kann aber jetzt schon sagen, allzu schlimm ist es nicht. Ich werde mich da schon irgendwie durcharbeiten. Also dann würde ich sagen, gucken wir uns die zweite Pflanze mal an. Ja, und auch hier sehen wir eine 9 Wochen alte feminisierte photoperiodische Pflanze der Sorte GG4, aka Gorilla Glue 4 von Seedstockers. Und ja, mir gefällt es auf jeden Fall auch sehr gut. Also die Blattfarbe sieht weitestgehend gesund aus. Die schießt jetzt auch so langsam in das Crocknetz rein und da kann ich auch anfangen, die Triebe dann so nach und nach mit einzuarbeiten, um eben die Fläche so gut es geht zu nutzen. Hier sehen wir jetzt aber auch, dass so langsam an den Wachstumsspitzen, ja, so langsam die Triebe sich so leicht gelblich verfärben, was eben auf die zu feuchte Erde hindeutet. Und ich habe dann kurz und knapp ja, gehandelt und die Schale unten erstmal komplett mit einem Schlauch leer gesaugt. Und jetzt lasse ich das erstmal so ein paar Tage stehen, ja, bis sich das Wasser eben aus diesem Topf wieder rausgesogen hat und die Pflanze sich ein bisschen erholen konnte. Zum Glück stellen wir jetzt auf 12-12 um, also da braucht die Pflanze dann ja auch nochmal ganz gut Power, also wird die schon irgendwie damit klarkommen. Und dann muss ich eben auf Sicht fahren, ja. Dann muss ich so, ja, gucken, dass ich nicht zu viel Wasser gebe, dass ich vielleicht die Schale nicht ganz fülle, vielleicht nur bis zur Hälfte fülle, aber wie gesagt, da muss man sich einfach Stück für Stück dann vorarbeiten. Ich finde trotzdem, die Pflanze ist bereit, dass wir sie jetzt auf 12-12 auch umstellen können. Also lassen wir die Blüte beginnen. Meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe sehr, dass ihr in 2 Wochen spätestens wieder mit dabei seid, wenn wir uns die beiden Ladies in der zweiten Blütewoche angucken. Ja, und in der Zwischenzeit werden wir uns mit der V-Grow von Vivosun beschäftigen und unseren ersten Grow vorbereiten. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Und hier habe ich ja auch noch was stehen. Ich habe einen Beitrag gepostet hier über diesen Weed-Shop von Modbricks. Den würde ich nämlich ganz gerne mit euch da draußen zusammen in einem Livestream nach und nach aufbauen.
Ich habe ein bisschen wenig Rückmeldungen dazu bekommen, aber schreibt doch mal unten in die Kommentare rein, ob ihr nicht Bock hättet, mit mir zusammen diesen Breedshop aufzubauen. Falls ihr neu seid und bis hierhin durchgehalten habt und euch hat gefallen, was ihr gesehen habt, dann würde es mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr diesem Kanal ein Abo geben würdet. Und für alle da draußen, die meine vielleicht etwas spezielle Art mögen, Sachen vorzustellen, da habe ich eine kleine Überraschung für euch. Ja, denn aktuell befindet sich mein zweiter Kanal Blickwinkel Reviews mitten im Aufbau. Dieser Kanal beschäftigt sich mit Technik, Haushalt, Garten und Lifestyle. Und ja, falls euch auch Videos in diesem Bereich interessieren, lade ich euch herzlich ein, mal vorbeizuschauen und ein Abo zu hinterlassen. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald bei Herbs and Turbs.